Moin Leute, euer König hat sich mal zum 06er Patch gedacht, dass zum neuen Charaktererstellung, zum neuen Metabolism-System und so weiter, was da alles an Änderungen gekommen sind, mal eine Reihe von Tutorials startet. Und wir fangen jetzt mit den Grundattributen bei der Charaktererstellung an. Von daher würde ich sagen, let's go. Fangen wir mit der Charaktererstellung an. Wie ihr seht, ist die Charaktererstellung ein wenig optisch überarbeitet worden und ein paar Felder sind weniger. Zum Beispiel kann man das Alter nicht mehr einstellen. Jedes Mal, wenn ihr einen Charakter erstellt, werdet ihr 30 Jahre alt sein. Und diese Form, die hier existiert hat mit dem Punkt in der Mitte, wo man sozusagen die verschiedenen Attributenbereiche sich reinziehen konnte, ist weg. Ich habe sowieso immer diese Regler benutzt, beziehungsweise die Pfeile, die vorher da waren. Finde ich, so wie es jetzt ist, auf jeden Fall besser gelöst. Ansonsten seht ihr, dass immer noch Mann und Frau möglich ist. Die verschiedenen Aussehensvarianten sind da und die Tattoos. Es gibt leider keine neuen. Also es ist reine Kosmetik, die hier gemacht wurde in der Menüführung. Was geändert wurde, ist, dass die Penis- bzw. Brustgröße keinen Einfluss mehr auf die Intelligenz hat. Das heißt, ihr könnt das so groß und klein machen, wie ihr wollt. Es sieht optisch jetzt auch ein bisschen anders aus, aber da es auf YouTube ist, werde ich das jetzt mal nicht zeigen. Was sich jetzt geändert hat, ihr könnt jetzt sagen, hier Grow Over Time On. Das bedeutet, dass sich euer Penis oder eure Brustgröße halt mit der Zeit verändert, und zwar es wächst. Fragt mich bitte nicht, was das soll, weil ich verstehe es selber nicht, weil wenn es jetzt sowieso keinen Einfluss auf die Intelligenz hat, kann man sich dem sowieso die Größe machen, wie man möchte, und es hat keinen Einfluss darauf, irgendwas zu machen, deswegen weiß ich nicht, warum es weiter wachsen sollte. Vielleicht ist es da so gemeint, dass man hier die Größe einstellt und Grow Over Time an und dann wird es noch größer. Und keine Sorge, die Support Pack User, die haben immer noch einen Zentimeter mehr. Ansonsten bei der Skill-Verteilung, was ja hier die Stärke oder das Attribut mal 2 genommen ist, sind die Skillpunkte, hat sich nichts geändert, außer dass 2 Skills dazugekommen sind, einmal Medizin und einmal Motorcycling. Medizin werde ich nochmal in einem anderen Video extremer beleuchten, weil das ganze medizinische Konzept sich überarbeitet hat, und Motorcycling ist einfach nur wie Driving mit Motorrädern. Aber beginnen wir mit dem ersten Attribut, und zwar Stärke. Stärke ist, wie der Name euch sagt, die Stärke einer Person in dem Spiel. In diesem Fall habe ich sie auf 1 gemacht, um einfach mal zu zeigen, wo der Ursprung ist und auf was das Minimum quasi ist, was Stärke beeinflusst. Weil Stärke beeinflusst das Gewicht, was ihr tragen könnt. Your Weight in diesem Fall, hier ist die Obergrenze bei 10. Ihr könnt natürlich noch mehr tragen, das heißt, ihr könnt auch 30 Kilo tragen, wenn ihr 10 Kilo hier stehen habt, aber er wird dadurch viel schneller an Ausdauer verlieren, weil es natürlich für ihn kräftetechnisch viel schwerer ist, das zu transportieren, als wenn er mehr Stärke hätte. Außerdem hat Stärke Einfluss auf Nahkampfschaden, das heißt, wenn ihr jemanden boxt oder mit einem Speer oder sowas aufpicken wollt, die steht natürlich in direktem Zusammenhang mit der Stärke. Und was noch dazu hinkommt, ist, da die Stärke direkt mit der Muskelmasse gekoppelt ist, wo jetzt zum Beispiel bei Stufe 1 habt ihr 26 Kilo Muskelmasse, ich glaube bei Stufe 2 sind es dann 7 Kilo mehr, Stufe 3 nochmal 7 Kilo mehr, Stufe 4 5 Kilo mehr dann nochmal drauf und Stufe 5 nochmal 5 obendrauf, dann seid ihr bei 50 Kilo, was logischerweise Einfluss auf den Kalorienverbrauch hat, weil je mehr Muskelmasse, desto mehr Kalorienverbrauch. Ne? Kennen wir aus dem echten Leben, also manche Gamer von uns. Aber dadurch ist der Einfluss direkt von Stärke auf Muskelmasse zu verbinden. Stärke hat eine Range von 1 bis 8. Das heißt, ihr könnt zwar nur in der Charaktererstellung von 1 bis 5 skillen, aber während des Spielens könnt ihr von 5 noch bis 8 hoch trainieren. Und wie ihr das trainiert, ist, indem ihr schwere Lasten tragt und somit dann eure Muskelmasse halt auch erhöht. Muskelmasse erhöhen könnt ihr dadurch, dass ihr eine erhöhte Proteinzufuhr habt, also je mehr Proteine, desto besser, und
Aktionen unter Last ausführt. Wie ihr seht, habe ich meinen Charakter anfangs mit Stärke 5 hier geskillt in diesem Beispiel und laufe jetzt mit einem Gewicht, was höher ist als sein Ursprungsgewicht, durch die Gegend und erhöhe somit Muscle Gain, was ihr da unten seht. Würde jetzt bei diesem Laufschritt an einem Servertag würde ich 600 Gramm Muskelmasse am Tag zulegen. Dementsprechend Muskeln weiterhin gekoppelt mit Stärke. Je mehr Muskeln, desto mehr Stärke erlangt ihr und desto mehr Sachen könnt ihr auch tragen. Das Gegenteilige passiert natürlich, wenn ihr zu wenig Eiweiß habt und trotzdem auch große Lasten auf euch wirken lässt. Also es kann halt auch Boxen sein oder allgemein Nahkampf. Alles, was mit Last zu tun hat, wenn ihr zum Beispiel viel Sachen auf dem Rücken habt, was schnell passieren kann, erhöht eure Stärke. Dementsprechend ist Stärke auch bis zu einer Range von 8 möglich, damit ihr dann irgendwann auch die ganze Last, die ihr auf dem Rücken tragen wollt, gerade für PvEler ist das wahrscheinlich interessant, tragen könnt. Kommen wir zur Konstitution. Die Konstitution oder der Körpertyp definiert alles, was im körperlichen Ausdauer- oder Durchhaltevermögen zu tun hat. Sprich, alle Ausdauereinheiten, die ihr jetzt hier seht, sind beeinflusst durch die Konstitution. Je mehr Konstitution ihr habt, desto mehr Ausdauereinheit hier. SU bedeutet im Endeffekt einfach nur Stamina. Außerdem werden eure Health-Punkte durch Konstitution beeinflusst, wo hier jetzt bei Stufe 1 80 HP sind und auf 5, seht ihr, sind es 120 HP. Konstitution ist außerdem dazu da, dass nicht nur eure Lebenspunkte sich erhöhen oder eure Ausdauer, sondern ihr seid auch resistenter gegen Schaden und Status. Also beispielsweise, wenn ihr jetzt irgendwie geschockt werdet oder Gift oder sonstiges, seid ihr immer besser, das zu verarbeiten, wenn ihr Konstitution hoch habt. Außerdem ist euer Immunsystem gestärkt, das heißt, ihr werdet seltener krank und das Kalorien- und Wasserverbrauchseffizienz ist, je höher die Konstitution ist, auch erhöht. Dementsprechend, je höher die Konstitution, desto einen besseren Wasserhaushalt und Energiehaushalt habt ihr in der Verarbeitung, auch wenn die Stärke von euch höher ist. Was das Immunsystem jetzt am Ende bedeuten soll, kann ich euch noch nicht sagen, denn soweit ich weiß, gibt es noch keine Krankheiten hier im Game, aber soweit das der Fall ist, werde ich das natürlich auch nochmal beleuchten. Die Konstitution beeinflusst ihr wie in Scum üblich und wie ihr es euch schon denken könntet, durch Bewegung. Sprich, wenn ihr lauft, wird sich eure Konstitution erhöhen. In diesem Fall seht ihr jetzt, dass die Konstitution sich erhöhen würde um 0,77 Punkte pro Tag, wenn ihr weiterhin den ganzen Tag mit der Last und so durch die Gegend spazieren würdet. Wodurch verringert sie sich? Natürlich durch liegen bleiben, stehen bleiben, nichts tun, Auto fahren. Ne, also wie immer schön in Bewegung bleiben in Scum und die Konstitution erhöht euch und eure Health-Punkte werden direkt damit verbunden und erhöhen sich dadurch genauso. Kommen wir nun zur Geschicklichkeit. Die Geschicklichkeit bestimmt, wie geschickt ihr alltägliche und oder komplizierte Handlungen ausführen könnt. Sprich, egal ob ihr craften, essen, nachladen oder andere Aktionen macht im Spiel oder auch die Bewegungsgeschwindigkeit wird durch die Geschicklichkeit beeinflusst. Alle Sachen, die jetzt genannt wurden, wie jetzt Essen, Aktionen oder Nachladen, ergeben für mich Sinn, aber dass jetzt hier Geh-, Lauf- und Renntempo durch Geschicklichkeit definiert wird, ist für mich noch ein bisschen ein Rätsel. Was auf jeden Fall dafür spricht, ist, je mehr Geschicklichkeit ihr habt, desto dünner seid ihr auch. Geschicklichkeit wird direkt mit eurem Fett verbunden. Das heißt, je mehr Fett ihr habt, desto ungeschickter seid ihr. War überhaupt kein Bodyshaming an dieser Stelle. Aber je geschickter ihr seid, desto weniger Fett habt ihr. Das heißt, wenn ihr zunehmt, werdet ihr ungeschickter. Wenn ihr abnehmt, werdet ihr geschickter. Das heißt, alle möglichen Bewegungs- und Aktionsgeschwindigkeiten, wie jetzt hier zu sehen, das ist höher als wenn man die Geschicklichkeit auf 1 hat. Das wird sich bis auf 7,2 erhöhen oder 7,3, glaube ich im Endeffekt. Ist Geschicklichkeit dafür verantwortlich und es hat genauso wie die Konstitution eine Range von 1 bis 5 und wie ihr seht, unter der Last
werdet ihr ungefähr 2 Kilo am Servertag werdet ihr abnehmen. Das heißt, der Change oben pro Tag wäre jetzt 0,2. Also wenn ich einen Tag hier so rumspaziere, habe ich 0,2 Geschicklichkeit mehr. Und bin schneller im Essen, im Nachladen, beim Bauen oder was auch immer beim Craften. Kommen wir jetzt zur Intelligenz. Die Intelligenz kann nicht beeinflusst werden. Das heißt, ihr könnt zwischen 1 und 5 bei der Charaktererstellung wählen. Bei der Intelligenz sind natürlich einige wichtige Punkte, die ihr vielleicht berücksichtigen solltet, um da Skillpunkte zu verteilen, aber bedenket, die Intelligenz kann im Spiel nicht erhöht werden. Was beeinflusst aber die Intelligenz? Die beeinflusst als einziges die Squad-Größe. Das heißt, wenn ihr einen Squad erstellt, kann ich mit meiner jetzigen Intelligenz 2 Leute da drin haben. Je höher die Intelligenz ist, desto mehr Squads oder desto mehr Member im Squad könnt ihr haben. Das basiert natürlich auch auf den Server-Einstellungen. Das ist jetzt auf dem Server von mir, den ihr bei mir auch auf dem Discord findet, so eingestellt, dass man bei der Intelligenz 2 Member drin haben kann. Aber die Intelligenz, wie gesagt, könnt ihr weder erhöhen noch verringern im Spiel. Und sie beeinflusst als einziges nur die Squad-Größe. Ja, Freunde, das war mein erstes Tutorial. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Sagt mir gerne mal eine Meinung, wie ihr es fandet. Ich denke mal, Schnitt und Erklärungsweise haben bestimmt noch Optimierungsbedarf. Dafür ist es aber auch das erste Tutorial von mir. Ich denke, als Startschuss ist das Ganze in Ordnung. Wie findet ihr eigentlich das neue Metabolism? Ich finde es tatsächlich ganz geil, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr noch nicht auf Twitch dem König folgt, ne? Dann aber los. Diese ganzen Social Links, Kladderadatsch und sowas, ne, findet ihr natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr auch noch Wünsche habt für andere Videos, wo ihr gerne mal ein Tutorial sehen wollt, zum Beispiel, wie geht vegane Ernährung auch bei Scum, schreibt es mir einfach rein. Ich freue mich drauf. Ich würde sie gern für euch machen und von daher würde ich sagen, bis später und bis dahin.